Lektion 7 7a Witness the joys of moving. Herr Wiegland, schön, dass Sie da sind. Ich habe Zettel und Kuli dabei, damit ich mir Notizen machen kann. Gut, ich habe mir das so gedacht. Die Aktenschränke aus meinem Büro kommen hier links an die Wand. Stellen Sie den Kopierer am besten neben das Regal. Der Kopierer, von dem Sie sprachen, kommt der auf einen Extratisch? Nein, stellen Sie ihn einfach auf den Boden. Wie Sie wünschen. Herr Wiegland, messen Sie doch mal bitte die Wand in dem größeren der 2 vorderen Räume aus. Gut. Soll ich Ihnen dabei helfen? Ja, das wäre nett. 6 Meter. So, ich glaube, das war's. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nein, es ist alles soweit klar. Vielen Dank. Wiedersehen. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Mr. Wiegland, I'm glad you're here. Herr Wiegland, schön, dass Sie da sind. I brought pen and paper so I can take notes. Ich habe Zettel und Kuli dabei, damit ich mir Notizen machen kann. Good. Gut, This is what I was thinking. ich habe mir das so gedacht. The filing cabinets from my office go against the wall on your left. Die Aktenschränke aus meinem Büro kommen hier links an die Wand. Let's put the copy machine next to the shelf. Stellen Sie den Kopierer am besten neben das Regal. The copy machine you were talking about, does that go on a separate table? Der Kopierer, von dem Sie sprachen, kommt der auf einen Extratisch? No, just put it on the floor. Nein, stellen Sie ihn einfach auf den Boden. As you wish. Wie Sie wünschen. Mr. Wiegland, please measure the wall in the larger of the 2 front rooms. Herr Wiegland, messen Sie doch mal bitte die Wand in dem größeren der 2 vorderen Räume aus. Sure. Gut. Shall I help you with that? Soll ich Ihnen dabei helfen? Yes, that would be nice of you. Ja, das wäre nett. 6 meters. 6 Meter. Well, I think that's it. So, ich glaube, das war's. Do you have any questions? Haben Sie noch irgendwelche Fragen? No, so far everything looks fine. Nein, es ist alles soweit klar. Thank you very much. Vielen Dank. Goodbye. Wiedersehen. 7b There are many ways to express approval and agreement. As you wish. Wie Sie wünschen. Just as you wish. Ganz wie Sie wünschen. Ganz wie Sie möchten. Agreed. Einverstanden. Right? Stimmt's? Enthusiastic approval is often expressed with Great. Prima. Toll. Super. 7c. When answering the question wo, where, and describing the position of an object or a person, use the dative case. The answering machine is on the shelf. Der Anrufbeantworter steht auf dem Regal.
When answering the question wohin, where to, and describing the movement of an object or a person, use the accusative case. I'm putting the answering machine on the shelf. Ich stelle den Anrufbeantworter auf das Regal. There are certain transitive, intransitive verb pairs that describe either movement or position. Setzen and sitzen, to put, to sit. Stellen and stehen, to put, to stand. Legen and liegen, to lay, to lie. And the singular verb hängen, to hang. Put the desk in the back office. Stellen Sie den Tisch in das hintere Büro. The desk is in the back office. Der Tisch steht im hinteren Büro. He puts the book on the table. Er legt das Buch auf den Tisch. The book is on the table. Das Buch liegt auf dem Tisch. Please hang the coat on the coat rack. Hängen Sie den Mantel bitte an die Garderobe. The coat is on the coat rack. Der Mantel hängt an der Garderobe. Wechselpräpositionen, two-way prepositions, such as in, an, on, über, above, auf, on, unter, beneath, under, zwischen, between, neben, next to, for, before, in front of, and hinter, behind, can be used either with the accusative or the dative. The shelf is next to the door. Das Regal steht neben der Tür. You have to climb over the boxes. Sie müssen über die Kisten klettern. The typewriter is on the table. Die Schreibmaschine steht auf dem Tisch. The imperative verb form is used for requests, commands, or suggestions. For the polite singular and plural Sie, use the indicative verb form and invert the subject and verb. Excuse me. Entschuldigen Sie. For the informal singular du, use the stem of the verb. Do not use the pronoun du in the imperative. Say something. Sag mal was. Some imperative forms require that you add an e to the stem. Excuse me. Entschuldige. The imperative for the informal plural ihr uses the second person plural in the present indicative. Do not use the pronoun. Please go. Geht bitte. When addressing a group of people including yourself, use the verb form of the first person plural in the present indicative and invert the subject and verb. Let's go. I'm tired. Gehen wir, ich bin müde. Mal and doch are often added for emphasis. Please go and open the door. Geh mal zur Tür. Why don't you call him? Ruf ihn doch an. 7d. Form a polite request by using the imperative and the equivalent transitive verb. Zunächst ein Beispiel. Das Regal steht an der Wand. Fenster. Stellen Sie das Regal bitte an das Fenster. Jetzt sind Sie dran. Das Bild hängt an der Tür. Wand. Hängen Sie das Bild bitte an die Wand. Der Fernseher steht auf dem Boden. Tisch.
Stellen Sie den Fernseher bitte auf den Tisch. Der Stuhl steht an der Wand. Hinter dem Schreibtisch. Stellen Sie den Stuhl bitte hinter den Schreibtisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Regal. Legen Sie das Buch bitte auf das Regal.